Ich habe vorbereitet eine Demo von einer Demo-Geschäft im Retail-Bereich. Ich öffne jedes Jahr ganz viele neue Boutiques, Pop-up-Stores, Interim, ne? Und dann habe ich auch ganz viele Laden, die über ganz Europa öffnet. Und dieses Geschäft hat IT-Aktivitäten, interne IT, aber wir brauchen ja auch diese Store-Öffnung zu steuern. Und deswegen will ich über diese Story heute den Demo machen, weil dann habe ich irgendwie so eine Story alles zu erklären. Erstmal, wir sind jetzt Power PPM, ich bin in Power PPM eingeloggt. Jakob Hansen, ich habe alle Rechte, Projektleiter, Portfolio Manager, was weiß ich. Ich kann alles sehen, aber natürlicherweise kann ich auch die Power PPM konfigurieren, so wenn ich Projektleiter im IT bin, dann sehe ich nur meine Projekte und nur die IT-Projekte. Ne? Das ist alles gesteuert von Power Platform. Hier am Vorseite habe ich dann ganz viele Funktionen. Heute brauchen wir nicht den Demo von allen Funktionen, aber da gibt es ganz viele Sachen drin. Ich habe auf meinem Menü und in meinem Menü starten wir an mit dem Roadmap, weil mit dem Roadmap kann ich den totalen Überblick haben. Hier sehe ich ein Roadmap über alles, was in meinem Laden passiert, enterprise-weit. Das heißt, ganz von oben, da habe ich so eine kommerzielle Strategie und ich muss ja hier in ganz Europa ganz viele Geschäfte öffnen. Das ist OKR, Objective and Key Results. Das heißt, hier steuere ich meine Strategie mit den Zielen und ich habe hier 5 Millionen in Operations, dann muss ich 10% mehr Kunden haben und dann brauche ich 15 neue Laden zu bauen. Aber kurzsichtig für den Weihnachten, da brauche ich auch so eine Boost, kann ich mehr Geld verdienen. Und hier brauche ich Pop-up-Shops. Da gehe ich in so eine Mall rein und da mache ich so eine Pop-up-Shop und dann 4 Monate später bin ich wieder draus. Ne? Ganz einfach zu machen, qua eine Store zu bauen. Ich habe auch hier IT-Aktivitäten, weil im IT-Department, da brauche ich die Kassensysteme zu upgraden und ich brauche auch neue Wi-Fi in alle meine Shops. Ich habe auch eine Marketing-Kampagne, aber ich sehe hier, ich habe so eine Verbindung zwischen die Wi-Fi-Install-Projekt zu meinem Store-Opening-Programm. Und in meinem Store-Opening-Programm bin ich Programmleiter, nicht Projektleiter, Programmleiter. Und ich habe dann das Budget für alle Programme, für das Programm mit alle meine Projekte für bis jetzt 5 Stores. Insgesamt brauche ich 15, ne? Aber bis jetzt haben wir nur 5 Stück. Und das sehe ich schon, dass ein IT-Projekt verknüpft sind zu der Store-Öffnung, weil da ist eine Verbindung. Ne? Neuer Store braucht auch ein Wi-Fi. Das sehe ich alles in meiner Roadmap und habe dann volle Transparenz. Da gibt es auch eine Marketingkampagne für den Weihnachten und da sehe ich die Meilensteine für das. Und ich habe neue Upcoming Shops, die sind alle Ideen. Und da gibt es auch eine in Paris und dann die Pop-Up-Shops 1 bis 5 als Idee. Aber ich sehe schon, dass 3 von den Pop-Up-Shop schon in Gang sind. Das ist ein Überblick. Jetzt wollen wir für dieser Christmas Sales Boost ein bisschen weiter an die Key Result gucken, weil wenn ich hier klicke, da sehe ich schon on track 65% realisiert und ich sehe auch schon, welche von die Ziele hier Performance hat. Erstmal 5 neue Pop-Up-Shops, dann brauche ich mehr Geld zu verdienen und dann brauche ich 50 neue Leute, die im Pop-Up-Shop arbeiten müssen. Das eine Projekt hier wird bestimmt von HR oder geleitet und dann habe ich auch hier diese Pop-Up-Shops. Ich klicke hier und direkt vom Roadmap klicke ich in das Objective rein. Hier bin ich an der Ebene von Objective. Ich bin vielleicht in der Strategie Office. Ich bin für die Strategie verantwortlich. Und hier, ich bin jetzt der Besitzer von dieser Strategie Objective. Und ich habe auch die Verantwortung hier, ob alles gut ist oder nicht. Hier kommt die erste AI, KI Use Case. Es ist möglich,
aufgrund dieser Beschreibung Key Result zu erzeugen. Dann machen wir mit OpenAI eine Prompt und dann schlägt er vor, wie ich diese Strategie erreichen kann. Da kommt auch mit Duration, Effort, welche Skills ich brauche, und da kommen ganz viele Ideen. PowerPPIM macht auch schon die Key Results. Oder AI macht den Key Result. Ich wiederhole nur die Frage für die Online-Leute. So, die Frage ist, ob die Effort und Skills, ob das von AI kommt, und ja, kommt. Nee, das hier ist OpenAI und das ist keine Basis. Ich kann das konfigurieren auf meine Daten auch. Das ist eine Designmöglichkeit. So, entweder wenn ich meine eigenen Daten brauchen muss, dann mache ich eine interne AI-Konfigurierung, oder wenn ich von außen Inspiration haben möchte und keine Daten habe. Einen Monat nach meinem Systemeinführung habe ich keine Daten. Dann könnte ich auch mit OpenAI. Das ist ein Design Choice. Ja, bitte. Ich bin an 65% und ich habe hier unten die Ziele und ich sehe auch schon hier Status, Progress. Jetzt kann ich an diese neue Pop-up-Shops reinklicken und jetzt bin ich an dieser genaue Ziel mit 5 Pop-up-Shops. Ich habe eine Messung von numerischen Verdien, könnte auch Percentage, was weiß ich. Starte mit 0 Shops und ich möchte 5 Shops erreichen. Ich starte jetzt und ich habe hier eine Realisierung bis 60% schon erreicht. Das heißt, 3 Shops sind schon da oder im Gange, ne? und 2 fehlt noch. Es ist möglich, hier an dieser Initiative zu klicken und dann sehe ich die Übersicht über die Projekte, die für den Projektleiter zur Verfügung sind. Und ich sehe auch hier einen Bericht über, das könnte rot-grün sein, es könnte eine ist schon geschlossen, oder es könnte auch den Ökonomie. Hier habe ich Budget und Actuals über jede von den Projekten. Die Pop-Shop 4 und 5 hat nur Budget, weil der ist nicht gestartet. Und die anderen 3 hat schon Performance. Und hier sehe ich auch, ich habe so viel Geld verbraucht. So, vom Strategieüberblick bis zum Objective, bis zum Key Result, bis zum Projekt. Da bin ich jetzt. Jetzt will ich ein neues Projekt anlegen. Vielleicht der Pop-up Shop 6. Dann kann ich direkt von der Strategie ein neues Projekt anlegen. Dann klicke ich hier, dann komme ich an die Form für ein neues Projekt. Dann mache ich mal Pop-up Shop Nummer 6, wenn ich das möchte. Sehen Sie ganz oben, Try Form Fill Assistance. Dann sagt er hier unten Demo. Weil Copilot hat jetzt, ganz oft schreibt du da Demo, in dieser Demo-Environment. Ne? Und dann macht Copilot einen Vorschlag über Daten, was du ganz oft schreibst. Das ist nur ein bisschen, wo Copilot in Power-Plattform funktioniert. Dann kann ich sagen, ja, alles gut, akzeptiere ich, oder schreibe ich was anderes. Dann habe ich hier verschiedene Templates, IT-Projekt-Template, was weiß ich. Das heißt, ich kann verschiedene Templates für verschiedene Projekttypen haben. Ich starte hier. Ich muss Daten eintippen, weil das ist mandatory, um Datenqualität zu sichern. Und dann kann ich meine Projekt von der Pipeline in der Planungsphase schieben. Jetzt bin ich in der Planungsphase und ich gebe einen Zeitrahmen von einigen Monaten. Jetzt will ich einen neuen Projektplan erstellen. Das kann ich mit einem Timeline. Und im Timeline, da gibt es mehr Möglichkeiten, einen neuen Projektplan zu erstellen. Ganz von Scratch, ganz von vorne. Ich habe AI, KI, oder ich habe verschiedene Templates. Später sehen wir, wo ich eigentlich eine Opening of New Store Template, da ist schon da. Einmal Klick, dann weiß er Bescheid, weil ich mache das ja 15 Mal im Jahr. Aber jetzt
versuchen wir mit einem neuen AI-Use-Case, wie kann ich einen Projektplan erstellen mit KI. Ich kann halt hier eine Prompt eingeben. Das mache ich so ein bisschen tricky hier. Bitte ein Projektschedule für einen Pop-Up-Shop in a Mall, use PMI Methodology. Und statt die Knowledge Areas, da sage ich, mach mal Stages, Phases und Milestone mit der PMI. So eine Mischung. Ne? Weiß vielleicht nicht PMI richtig, aber halt nur, um zu sehen, wie der Prompt reagiert. Das heißt, ich kann alles schreiben. Startet heute, respektieren Sie, da ist auch IT und ich brauche Sprints. Jetzt wieder 2 Technologien, entweder OpenAI, ich gehe auf mein Geschäft raus und frage mal OpenAI und kriege Input. Dann kriege ich vielleicht auch die neueste PMI-Standard. Oder ich gucke in meine eigenen Daten, alte Projekte und baue meinen Plan basiert mit AI nur auf meinen eigenen Daten. Wieder ein Design Choice. Hier geht das mit OpenAI. Und jetzt habe ich einen Überblick. Ich mache mal Level 0 voll hier. Und jetzt sehen wir, dass der hat mir schon einen Plan gebaut. Und jetzt kann ich als Projektleiter ändern, was weiß ich, Verbindung verknüpfen, alles, was ich brauche, um einen Plan zu justieren, basiert auf dieser KI. So, das ist eine Möglichkeit, mit KI einen Projektplan zu bauen. Frage? Komm, Mikrofon. Epics drin. Wurden da automatisch dann auch Ressourcen gleich mit zugewiesen oder Aufwände, wo dann da oben addiert werden können, weil du hast am Anfang ein Projekt angelegt und 1 Million eingetippt von Hand, wo ich sage, brauche ich das? Weil die KI kann man automatisch doch ein Projekt erzeugen mit sämtlichen Daten gefühlt. Ja, von der Konfiguration von KI kannst du ja sagen, ich beschreibe mein Projekt, eigentlich kannst du ein PDF-Dokument haben, die ganze Projektcharta. Und dann reintragen und dann wird Finanzdaten, Projektschedule, alles gebaut, Risikenregister, alles wird gebaut. Das ist alles von Konfiguration möglich. Okay. Hier habe ich nur ganz eng an der Project Schedule ein Prompt und dann ein Project Schedule. Okay. Ja. Danke. Okay, das war ein Use Case, neue Projekt anlegen, mit KI einen Projektplan erstellen. Jetzt gehe ich mal kurz zu meiner Sales Boost wieder zurück. Ich klicke an mein Objective. Ich klicke hier an diese 5 neue Pop-Up-Shops. Ich gehe mal zu meinen Projekten. Und hier gehe ich mal zum der Pop-Up-Shop Nummer 4, weil der ist nicht gestartet. Ich will eigentlich eine neue Pop-Up-Shop starten. Das mache ich hier, klicke rein. Das Projekt ist schon erstellt. Da ist eigentlich ganz viele Daten. Der Projekt ist schon in Planung. Aber jetzt muss ich einen neuen Plan bauen und Ressourcen kalkulieren und nach Ressourcen fragen. Und dann hoffentlich wird mein Projekt geprüft. Und dann kriege ich hoffentlich Ressourcen. Und dann kann ich mit meiner Schedule arbeiten und mit Ressourcen in meinem Projekt. Das ist, was ich jetzt möchte. So, jetzt bin ich hier in der Planungsphase. Ich gehe mal wieder zum Timeline. Und in Timeline, da gibt es wieder keinen Plan. Und ich kann hier mit einem Template anklicken. Und da gibt es schon ein Template, wie ich eine neue Shop öffnen. Und das heißt, diese Template wird von euch gebaut, von je euren Projekttypen, IT, Agiles, Sprint. Ich könnte auch Phasen, Phase 1, 2, 3, 4. Jetzt brauche ich nur Phase 1 und 2. Dann nehme ich Altpakete 1 und 2, setze rein und dann später 3, 4, 5. Du kannst einen Projektplan bauen mit diesen Bausteinen. Im Skabelon vom Projektplan gibt es auch Möglichkeit, Ressourcen schon einzupacken. Jedes Mal hier brauche ich einen Projektleiter, ich brauche einen Developer, ich brauche was weiß ich. Alles Möglichkeit, in dieses Skabelon reinzutippen. Jetzt habe ich gerade eben keine Ressourcen da. Ich habe hier meine Pop-Up-Shop und ich habe hier Start und Finish. Ich muss fertig sein vor Weihnachten, weil es ein Pop-Up-Shop für Weihnachten. Dann gibt es Sinn, dass der Portfolio schon gesagt Start und Finish. Und dann habe ich meinen ganzen Plan. Jetzt kann ich an Ressourcen fragen. Und das heißt, ich könnte direkt hier von der Konsulentgruppe in Projektum brauche ich Konsulenten. Ich brauche 20 Stunden.
und ich frage nach die Konsulentgruppe und ich frage schon alle 20. Ich könnte auch nur die 10 von den 20. So die eine Kolonne beschreibt 20 Stunden brauche ich, aber ich frage nur an die 10 oder die 20. Da habe ich 2 Kolonnen. Das heißt, jetzt habe ich die Ressourcen angefragt. Das heißt, hier unten 20 Stunden wird gebraucht. Ich habe alle 20 Stunden an Ressourcenleiter gefragt. Jetzt nicht gekriegt, weil der Projekt ist ja gar nicht geprüft wird. Halt nur die Anfrage. Das ist hier an Projektebene. Dann brauche ich später eigentlich den Allokierung zu machen. Aber jetzt gehe ich mal kurz durch die Planungsphase, weil zwar brauche ich ja hier einen Plan, aber ich brauche auch Finanzen eingeben. Hier mit Finanzen, da habe ich hier meinen Finanzüberblick. Ich habe schon eine Template hier, kann pro Projekttyp, das ist in diesem Beispiel ein IT-Projekt Finanzskabelon. Wenn die anderen Projekttypen hat, können die auch anderen Finanzskabelonen haben. Wird im Skabelon reingetippt. Und dann kommt hier so den Koststruktur. Aber in meinem Geschäft habe ich auch ein SAP-System. Und ich möchte eigentlich später die Actuals importieren, so dass ich hier den Forecast machen kann, aber automatisch möchte ich eigentlich die Invoice vom SAP automatisch haben. Und das heißt, ich kann eigentlich ein Mapping machen zwischen meinem Projekt und die SAP-Koststruktur von der PS-Module. Das ist möglich. Und das heißt, später kommt automatisch die Invoices automatisch rein hier in der Kolonne von Actual Cost. Aber ich habe schon ein Budget eingetippt und ich habe auch einen Forecast, Estimate to Complete. Und dann wird ein Estimate at Completion automatisch berechnet in dieser Skabelon. Und ich kann bis Monate runtergehen. So, jetzt habe ich Ressourcen, ich habe Geld. Aber ich brauche auch in meine Stakeholder-Modul, da habe ich schon Ränge eingetippt gestern. Und dann kann ich auch mehr Stakeholders reintippen. Das könnte dann Jakob sein. Internal, External, Interest, E-Mail, Low, Influence, Low. Das ist nicht so wichtig, der Jakob. Ränge ist mehr wichtig. Und dann habe ich hier in meine Stakeholder-Module den Überblick. Dann kann ich eventuell auch später, wenn Jakob eine Chairman von der Projekt, könnte er automatisch hier einen Statusbericht kriegen. Weil ich habe ja den Daten, dass er ganz wichtig ist und er braucht, kann ich nur mehr Kolonnen konfigurieren, dass er zum Beispiel eine PowerPoint jeden Monat kriegen soll, weil er wichtig ist. Alles möglich mit den Stakeholder-Modulen. Dann gibt es von Risiken, haben wir auch Risiken. Hier sind keine Risiken da. Und das heißt, ich habe kurz hier so eine, um nicht so viel zu tippen, da kann ich Risiken manuell eintragen oder ich könnte auch mit AI in eine Prompt create 10 risk for my building, a pop-up shop in a mall. Jetzt habe ich wieder den Use Case vom KI und auch mit OpenAI. Das heißt, ich gehe in mein Geschäft raus, frage mal große Internet, was kann passieren? Und dann kriege ich hier auf meine rechte Seite, da kriege ich ganz viele Risiken von KI. Ich könnte dann nochmal von 10 Fragen, da habe ich 20, dann könnte ich welche löschen, wenn ich finde, die sind mir egal. Oder ich kann auch hier mit Drag and Drop eine neue Probability und Impact eintippen. Halt nur mit Drag and Drop Möglichkeit. Ganz einfach Drag and Drop, aber mit KI. Wenn ich hier High Foot Traffic, dann macht er auch ein Description und dann kommt auch mit ein ganz einfacher Mitigation Proposal von KI. Das ist schön für einen Projektleiter, um Inspiration zu haben. Ne? Was kann alles passieren, wenn du ein Live-Demo machst? Ne? Okay, das war Risiken. Jetzt brauchen wir eigentlich mehr Risiken. Und eine Möglichkeit mit Risiken ist auch, ich habe hier letzte Woche mit meinem Projektteam, da habe ich ein Microsoft Team gehabt. Und dann guckt er hier durch den Transcription und dann entdeckt er Risiken, Changes oder Tasks, die wir im Meeting diskutiert haben. Und wenn, dann kann ich eigentlich die Risiken importieren in mein Risikenmodul. Ich kann den Task importieren,
direkt in meine Taskplan. Aber der hat nichts erkannt. Naja. Jetzt müsst ihr vorstellen, dass die Risiken da kommt und dann kann ich einfach importieren und dann kommt die eigentlich direkt in, aber da muss ja auch Risiken diskutieren, um den zu finden. Hat gestern funktioniert. Naja. Okay, jetzt ist mein Projekt eigentlich von Daten klar. Jetzt muss ich prüfen, geht das Projekt, geht das nicht. Wollen wir eigentlich Projekt Pop-Up Shop Nummer 4 oder ist 5 besser oder 3 besser? Wenn, prüfen und dann Ressourcen später. So, das ist mein Dashboard mit allen Daten von Risiken, Finanzen, Risk für mein Projekt. Jetzt gehe ich mal kurz zum Portfolio eben. Weil im Portfolio eben habe ich hier meine kommerzielle Portfolio und in meine kommerzielle Portfolio, da gibt es alle meine Projekte, die wie meine Strategie sah. Ich habe hier so eine Marketingkampagne, ich habe die Pop-Up-Shops, ich habe meine Storeöffnungen, ich habe alle Projekte hier als Kanban. Jede Card hier ist eine Kanban, da kann ich sagen, ja, Store 1 ist ein Grow-Projekt und kann ich kategorisieren. Aber ich kann auch von meiner Roadmap, da kann ich auch einen Überblick haben über den Store Opening Program und alle Verknüpfungen zwischen die Projekte. Das heißt, mein Überblick über die Portfolio. Vorhin haben wir den Überblick über das ganze Arbeit, Portfolio, Programme, Ideen. Das hier ist nur mein Portfolio als Portfolio Manager. Aber ich kann bis zum Ranking gehen und hier, mein Portfolio hat ganz 2,5 Millionen Totalbudget. Und in Ranking, da gibt es eine Möglichkeit, meine Portfolio zu rangieren. Ich habe jetzt 800.000 und mach mal so. Und für 800.000 kann ich bis zum Pop-Up Shop 4 haben, weil da gibt es der Budget an jede. Ne? Dann könnte ich natürlich sagen, ja, wenn ich 1,4 Millionen hätte, dann kriegst du bis da alles mit dem Return of Investment, weil oben hier kann ich optimieren, wegen Budget, wegen Ranking, wegen ROI. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Priorisierung zu machen. Ich könnte auch sagen, Store Nummer 2 ist mehr wichtig und hier der 3 kommt bevor der 4. Dann kann ich hier Drag and Drop machen und dann kriege ich hier so ein Ranking und dann kann ich selektieren und dann kann ich Commit Rank und dann habe ich meine Priorisierung. Das ist so ein Ranking-Modul im Portfolio-Bereich. Aber Problem ist halt, habe ich Ressourcen? Was weiß ich. Möglich wäre, hier unten den Heatmap im Power PPM schon zu sehen und dann könnte ich auch die Ressourcen sehen. Wenn ich keine Ressourcen habe, dann wird hier so rot, sonst habe ich hier grün. Aber ich könnte auch in meine Simulationswerkzeug gehen und in What If, da habe ich schon eine Pop-Up-Shop Ende dieses Jahr Simulierung gemacht. Ich habe gesagt, ich habe 6,5 Millionen Totalbudget. Wenn ich reinklicke, habe ich schon meine Pop-Up-Shop importiert und ich kann auch Details angucken. Ich könnte Rank ansehen, was ist wichtig, nicht wichtig. Budget, Estimate to Complete. Dann habe ich die ganze Kolonne hier und wäre auch möglich, hier die Key Result einzufügen. Das heißt, bitte an Key Result gruppieren und dann habe ich hier meine Strategie von früher, diese messbare Key Result und die Pop-Up-Shops, den Timing und dann kann ich hier mit meiner Finanzforecast, da habe ich jetzt einen Überblick. Grün, mein Geld, 4,5 Millionen, nächstes Jahr 2 Millionen und dunkelblau, da habe ich schon meine Actuals, Geld vom SAP eigentlich importiert an Projekt 1, 2 und 3, weil die sind schon in Gange und dann Projekt 4 und 5 sind nicht in Gange. Das ist also mein Forecast. Und da habe ich schon ein Problem. Dann könnte ich eigentlich hier mein Projekt bis nächstes Jahr schieben. Ich könnte mein Projekt länger, kürzer, wird alles vom Geld, von der Kurve von Geld respektiert. Das heißt, wenn ich das zusammenpresse, dann der Kurve vom Geld wird dann zusammengepresst. Keine lineare Verteilung. Und dann könnte ich ja hier so ein bisschen balancieren. Ich könnte auch auf die Ressource-Ebene gehen und sagen, okay, habe ich Probleme mit Ressourcen? Dann gucke ich mal hier.
da gibt es ein Problem. Ich könnte auch hier filtrieren und sagen, wo habe ich mein Problem? Und dann habe ich mein Problem mit Social Media Experten und Pop-Up Shop 3 und 4 hat ein Problem. Das heißt, ich gehe zum Pop-Up Shop 2 und dann schiebe ich das Projekt oder ich mache das länger oder kürzer und dann balanciere ich die Projekte vom Ressourcen. Das ist What If. Dann kannst du Szenario 1, 2, 3, 4 machen und gehst zum Management und sagst, ja, Szenario 3, da brauche ich mehr Geld, mehr Ressourcen, Szenario 4 brauche ich weniger. Ne? Da stehst du ganz, ganz gut als Portfolio-Leiter mit dieser Simulierung. Dann kannst du eine Simulierung über alles in deinem Geschäft oder nur diese Pop-Up-Shop oder nur die IT-Strategie und die IT-Projekte. Okay, das Projekt ist klar. Wir möchten Projekt Nummer 4. Ich gehe mal zu Projekte, suche hier Pop-Up und ich gehe mal zum Projekt Nummer 4 und ich schiebe mein Projekt durch den Gate. Jetzt bin ich Projektleiter und jetzt brauche ich Ressourcen. Jetzt gehen wir zum Fokus von der Ressourcenleiter. Weil der Ressourcenleiter braucht ja irgendwie Jakob an der Projekt anzustellen. Jetzt weiß er braucht einen Konsulent, aber Renke oder Jakob. Ne? Und im Microsoft Teams gibt es hier so eine Plugin, weil als Ressourcenleiter brauche ich keine PPM-System. Mir egal. Ich brauche meinen Überblick über mein 20 Leute und was ich mache und die ganzen Projekte und auch Ferienplan, was weiß ich. Ne? Ich möchte nicht im PPM-System reingehen und ein Projekt finden und ein Projekt öffnen und die Details angucken. Das ist mir nicht so wichtig. Deswegen habe ich hier Microsoft Team. Da habe ich hier die Pop-Up Shop. Hier mache ich kurz, der Projektleiter hat in dieser, eigentlich war das nur 20 Stunden. So sieht das aus, wenn ich als Ressourcenleiter den Bedarf von der Projektleiter sehe. Ne? Da kommt hier ein Pop-Up Shop 4 von der Konsulentgruppe, da brauche ich diese 20 Stunden. Dann ist es möglich, als Ressourcenleiter die ganzen Projekte in meine ganze Abteilung anzusehen. Rot sagt, da brauchst du nun Arbeit, Allokierung zu machen. Und wenn anderen Farben, grün und rot, dann bin ich schon in Gange mit dem Allokierungsprozess. Hier ist es jetzt möglich, ein Überblick über meine Abteilung. Ich könnte hier in meine Ressourcenplan gucken. Alle Leute in meiner Abteilung, sind sie rot, gut, gelb. Marche arbeitet hier an diesem Projekt. Und ich kann eigentlich direkt im Heatmap Marche balancieren. Aber zu dieser Allokierung hier, da brauche ich eine Ressource zu finden. Und ich habe hier die Möglichkeit, alle meine Ressourcengruppen in meiner Abteilung, das ist ein Demo, ich habe jetzt alle Ressourcen, und dann gucke ich halt nur an meine Konsulenten. Und grün heißt, er ist 99% allokiert, alles gut mit grün. Rot heißt, er macht nichts, er ist nur 1%. Rot ist ein Problem. Meine Leute machen keine Arbeit. Dann könnte ich auch Jakob suchen. Hier, Jakob macht nicht so viel. Er hat nur 7% Allokierung in die Periode von Woche 41 bis 46. Dann kann ich hier Jakob so machen. Dann sehe ich pro Woche, wie viele Stunden available sind. Und dann mache ich so, rot mit grün. Und jetzt ist Jakob jetzt an der Projekt allokiert. Und das heißt, wenn ich als Projektleiter arbeite, dann kann ich wieder in mein Power PPM, in mein Projekt, ich gehe mal zu meinem Resource Request und da sehe ich schon, Jakob ist da. So als Projektleiter weiß ich, Jakob ist schon jetzt mit 20% allokiert. Und wenn ich zu meinem Projektplan gehe, dann ist es auch möglich, Jakob irgendwo zu verknüpfen. Das heißt, dann mit 20 Stunden arbeitet er an Task 1, 10 Stunden, an einem anderen Task auch 10 Stunden. Dann mache ich dann die Verknüpfung. Und dann seht ihr hier im Heatmap die Verknüpfung und welche Task Jakob arbeitet. Und wenn Jakob dann mit der Arbeit startet, dann kommt er wieder von der Zeiterfassungs-Timesheet, kommt dann die Stunde rein, hier in Actual Work.
Und dann kann ich als Projektleiter dann sehen, okay, ich habe nach 20 Stunden gefragt, ich habe den Jakob bekommen und Jakob hat auch dann 10 Stunden geliefert. Und das kommt dann alles in die Dashboard rein und dann kann ich dann folgen mit meinen Actuals und Budget, wie die Performance von meinem Projekt sind. Das ist eigentlich die Story. Dann, wenn wir zum Finanzen kommt, dann ist es auch möglich, einen Import von SAP zu machen. Jede Nacht um 3:30 auf der Reeperbahn in Hamburg, da importieren wir dann die SAP-Daten. Oder beim Knopfdruck, ich habe in 2 Minuten eine Meeting und ich muss die neueste Nummern haben, dann kann ich halt so einen Import machen. Und nach dem Import könnte dann 1-2 Minuten dauern. Dann wird die neueste Finanzdaten von SAP importiert. Die kommt hier in die Actual Cost Kolonne rein mit dieser Mapping. Und das läuft im Hintergrund dann im Job. Und wenn die Daten da sind, dann können die dann auch im Rapport mitkommen. Und das heißt, wenn ich einen Rapport erstellen möchte, dann könnte ich zu der KPI-Status gehen und dann könnte ich einen neuen Status machen, heute. Ich möchte KI und ich möchte sagen, alles ist rot. Letzte Woche war alles gelb. Und dann macht er einen Snapshot für diese genaue Zeit. Das heißt, wenn ich hier dieses Snapshot öffne, dann weiß er schon Bescheid über die Situation mit der Budget, mit der Progress. Und hier hat KI automatisch eine Zusammenstellung von Daten geschrieben. Und diese KI ist nur auf meine Daten, in meinem Projekt mit der Performance von Geld, von Ressourcen, von was weiß ich. Aber im Hintergrund liegt eigentlich ein Prompt. So, wenn ihr das System kauft, dann könnt ihr den Prompt ändern und sagen, bitte schreib einen Rapport mit Fokus auf Ressourcen, und dann jedes Mal, wenn du erstellst, dann schreibt der basiert auf euren Template. Keine verschiedene Rapport jedes Mal. Aber im Hintergrund liegt dann ein KI-Template mit einem Prompt, sodass jedes Mal das gleiche Rapport erstellt. Dann haben wir auch auf der Vorseite eine Möglichkeit, eine Prompt zu ändern. Der CFO ruft an und sagt, ich brauche einen Rapport jetzt. Dann gehst du mal hier rein und sagst, okay, act as an experienced project manager, use the data provided, write Statusbericht mit 10, 15, write für den CFO, ganz viele Fokus auf Finanzdaten, schreib das mal in Schwäbisch. Ja? Dann wird hier unten dann eine Rapport geschrieben mit KI auf euren Daten, basiert auf den Prompt, die du hier reintippst. Für den Stakeholder, der anruft. Ja? Kannst du einen ganz individuell, dann kannst du sagen, ja, das ist Quatsch. Hier schreibe ich noch mehr zu oder ich ändere das. Alles möglich. Und dann geht ihr zu der KPI-Status-Rapport, dann drückt ihr auf den PowerPoint, weil jede Kunde, die bei Projekt und Roller rankommt, die sagen, ich habe hier ein Excel-Sheet und ich möchte meine Excel-Sheet mit einem PPM-Tool ersetzen. Und dann brauche ich in die andere Ende auch wieder ein PowerPoint-Tool, sodass meine Excel-Daten durch den Power PPM-Tool bis zum PowerPoint kommt. Automatisch. Das ist der Wunsch von jeder. Dann kann ich hier eigentlich verschiedene Templates benutzen. Der Stage-Gate-Rapport, der Finanzportfolio-Rapport im PowerPoint. Und dann mache ich halt hier so. Und das sind eigentlich euren PowerPoint mit euren Slides, mit euren Farben, mit euren. Jetzt kreiere ich ein PowerPoint. Der PowerPoint dauert ungefähr 1 Minute zu kreieren. Wird im Microsoft Teams gespeichert, in der Folder von Statusrapport. Da könnte ein Flow an der Stakeholder-Register gucken und sagen, oh, Jakob ist CFO, er braucht diesen Rapport. Er kriegt automatisch eine E-Mail, sagt, da ist ein neuer Rapport für dich. Und hier ist ein Link für Microsoft Teams, wo du den ansehen kannst. Dann, wenn der erzeugt ist, kann ich den downloaden hier an meinen Desktop. Ich kann ihn öffnen. Und jetzt habe ich mit der Datum von heute, mit der Pop-Up-Shop, alles im Rot.
hier mit der AI-Analyse, mit der Budget, mit den ganzen Daten. Ich kann auch die Snapshots sehen über Site. Ich könnte Risiken, die wir vom KI geredet haben. Ich könnte auch Finanzdaten, SAP-Daten automatisch importiert, alles in meine, und hier die Ressourcendaten von der Jakob, der ist jetzt hier allokiert und alle 20 Stunden ist eigentlich alles live im PowerPoint mit einem Knopfdruck. Okay, geh mal kurz zurück zum Power PPM. Und das heißt, jetzt habe ich eigentlich den totalen Überblick. Ich habe hier den Portfolio-Überblick, aber alle Daten, wie Renke früher gesagt habe, wird ja gespeichert in PowerHub. Und PowerHub macht auch den historischen Daten für unser ganzes Portfolio. Und das heißt, es ist möglich, hier ganz viele Portfolio-Rapporten zu angucken. Hier habe ich so eine Portfolio-Rapport über Portfolio und Strategie. Dann könnte ich hier mit einem Drill-Down an meine Christmas Sales Boost oder Öffnung von neuen Shops. Ich könnte meine Portfolien angucken, kommerzielle Portfolios. Alle Filtern sind da und dann habe ich den Daten und dann könnte ich sagen, hier irgendwo klicken und dann reduziere ich den Daten an den Portfoliobereich. Und als ihr hier seht, da gibt es ja auch so eine Portfolio-Dashboard, das mit einem Stage-Gate-Modell alle Projekte im Business Case, 6 Stück, filtrieren und dann sehe ich dann die Daten hier. Ganz bis Task und Overdue Task. Auch Möglichkeit mit den Portfolio-Finanzen, CAPEX, OPEX, das sind alle meine OPEX-Projekte, alle meine CAPEX-Projekte. Und über Jahre und dann könnte ich im 2024 reingucken und da habe ich nur 2 Projekte mit dem OPEX-Budget. Timeline. Hier habe ich so eine OKR-Strategie-Tracker. Was ich hier sehe, ist eigentlich meine Objective und hier unten meine Key Results. Und habe ich auch hier so eine Forecast. Mit dieser Progress und dann in der Zukunft, dann wird meine Forecast so aussehen, wenn alles normal läuft. Da gibt es Möglichkeit auch hier, haben wir schon von Renke gesehen, über Zeit Business Impact Risk Level. Ich habe hier so ein Projekt. Wenn ich hier ein Projekt anklicke, dann sehe ich die Reise über Zeit für mein Projekt in meinem Rapport. Ich kann auch hier Play drücken und dann spielt das automatisch die historischen Daten. Ressourcendaten, hier Vacation Plan im August. Dann kann ich sehen, welche Rollen und die Performance von meinen Leuten per Gruppe. Die ganzen Ideen, die reinkommt. Ideen für Pop-Up-Shop in Paris. Dann könnte ich hier, okay, Growth Potential, Improvement, Mandatory Projekt, GDPR. Oder ich kann auch den Business Case und dann kann ich auch der Boston Demo in dieser, liegt dann in dieser Kategorie. Und wenn ihr Zeiterfassung habt mit einem Timesheet-Modul, dann gibt es natürlich auch Möglichkeit an Leute direkt. Dann kann ich hier sagen, okay, ich suche Jakob. Hat Jakob seine Stunden schon im Zeiterfassungsmodul reingetippt und rapportiert er auch die ganzen Stunden, die er eigentlich muss. In Dänemark muss ich 37 Stunden die Woche arbeiten. Tut er das oder ist er schon am Mallorca und macht Feier? Und dann rapportiert er nur 4 Stunden. Ne? Das wäre es für ein End-to-End-Demo für Power PPM. Natürlicherweise gibt es ganz viele mehr Geschichte und deswegen bin wir auch hier den Rest des Tages und auch für euch verfügbar später. Dankeschön.